Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man das Volumen von Rotationskörpern berechnen kann, wenn die Randkurve durch den Graph einer Funktion f von x vorgegeben ist und wir sie um die x-Achse oder um die y-Achse rotieren lassen. Angenommen, wir haben eine Kurve in einem gewissen Intervall gegeben, die durch die Funktion f von x dargestellt wird. Nun stellen wir uns vor, dass dieser Graph um die x-Achse rotiert. Dabei entsteht ein Rotationskörper, hier beispielsweise ein Fass. Und das Volumen, den Rauminhalt dieses Fasses, wollen wir nun berechnen. Dazu stellen wir uns vor, dass wir das Volumen zwischen den beiden Randkurven oben und unten in lauter kleine Zylinderscheibchen zerlegen. Wir kennen ein ähnliches Verfahren bereits aus der Integralrechnung mit der Streifenmethode. Bei der zerlegen wir eine Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse in Rechtecke und können dann über die Untersumme und Obersumme die Gesamtfläche berechnen. Hier versuchen wir es mit Zylinderscheibchen. Warum Zylinder? Weil wir von einem Zylinder die Formel leicht berechnen können. Nehmen wir an, wir haben die Dicke des Zylinderscheibchens, die nennen wir dx. Und den Radius dieses Zylinders nennen wir Radius r. Dann kennen wir aus der Geometrie die Formel für das Volumen eines Zylinders. Das ist nämlich Pi mal r². Das ist hier diese Kreisfläche. Multipliziert mit der Dicke dx. Dann haben wir schon damit das Volumen des ersten Zylinderscheibchens berechnet. Wir müssen noch den Radius r bestimmen. Wir sehen an der Skizze, dass der Radius r genau gleich ist dem y-Wert der Funktion an dieser Stelle, also gleich f von x. Also können wir in dieser Formel r durch f von x ersetzen und wir erhalten f von x². Um das gesamte Volumen dieses Rotationskörpers zu berechnen, müssten wir nun alle einzelnen Zylinderscheibchen berechnen und aufsummieren. Genauso wie wir es von der Streifenmethode bei der Integralrechnung kennen. Wir wissen von daher auch, wenn wir die Dicke der Scheibchen immer kleiner wählen, dx gegen 0 und dafür unendlich viele Scheibchen verwenden, dann werden wir im Limes dx gegen 0 aus der Summe ein Integral bekommen. Das gesamte Volumen ist also f von x zum Quadrat mal der Breite, beziehungsweise hier das Integral über dx von der linken Grenze a bis zur rechten Grenze b. Und das Pi, das kann man als Konstante vor das Integral ziehen. Dann brauchen wir nur noch diese Funktion zu integrieren. Damit haben wir eine allgemeingültige Formel gefunden, wie wir aus einer Randkurve f von x das Gesamtvolumen berechnen können, wenn f von x um die x-Achse rotiert. Unsere Vorgehensweise ist, quadriere f von x, integriere es von a bis b und multipliziere es noch mit Pi. Das möchte ich nun an einem schönen anschaulichen Beispiel mal demonstrieren. Wir nehmen ein Sektglas, legen es auf die Seite, so dass wir es uns als Rotation um die x-Achse vorstellen können. Der Fuß selbst, der ist aus vollem Glas, der hat keinen Volumeninhalt, aber den Kelch können wir beschreiben durch eine Wurzelfunktion, und zwar Wurzel aus x minus 3. Wir sehen, dass der Scheitelpunkt der Wurzelparabel hier bei x gleich 3 liegt. Das ist dieser Wert. Und hier mit einer Wurzelfunktion ansteigt. Und das gesamte Glas soll 12 cm hoch sein. Also nehmen wir unsere allgemeine Formel von eben und setzen für f von x Wurzel aus x minus 3 ein. Das wird zunächst quadriert. Durch das Quadrieren fällt die Wurzel weg und dann integrieren wir es von der linken Grenze bei x gleich 3 bis zur rechten Grenze bei x gleich 12 und multiplizieren es noch mit Pi. Dieses Integral können wir leicht lösen mit einer Stammfunktion. Die Stammfunktion von x minus 3 ist 1/2x² minus 3x in den Grenzen von 3 bis 12, multipliziert danach mit Pi, das gibt Pi mal 81 halbe oder 127 Kubikzentimeter bzw. Milliliter. Unser Glas
kann also maximal 127 Milliliter enthalten, wenn wir es bis zum oberen Rand füllen. Als nächstes wollen wir die Rotation um die y-Achse betrachten. Wir haben hier unsere Randkurve f von x, die soll nun um die y-Achse herum rotieren. Wir sehen, dass wir auch dieses Volumen wieder in Zylinderscheibchen zerlegen können, die diesmal aber in y-Richtung ausgerichtet sind. Also wir nennen die Dicke in y-Richtung dy und der Radius dieses Zylinders wird jetzt dargestellt in x-Richtung. Also brauchen wir von dieser Funktion f von x die Umkehrfunktion, weil wir brauchen ja diesen Wert hier. Dieser Radius ist gegeben durch die Umkehrfunktion f hoch minus 1 von y. Mit der gleichen Argumentation, wie wir vorhin die Zylinderscheibchen aufsummiert haben und dy gegen 0 gehen lassen, finden wir auch hier die entsprechende Formel für die Rotation um die y-Achse. Wir müssen also die Umkehrfunktion quadrieren, dann über y integrieren von a bis b, also von hier unten bis da oben, und zum Schluss mit Pi multiplizieren. Auch dafür zeige ich ein nettes Beispiel. Wir nehmen eine ähnliche Funktion wie eben, jetzt nehmen wir mal Wurzel aus x minus 2 und lassen es um die y-Achse rotieren, dann entsteht so eine Art Suppenteller. Dessen Rauminhalt, dessen Volumen wollen wir jetzt berechnen mit unserer bekannten Formel. Wir benötigen zuerst die Umkehrfunktion von f von x. Wie bekommt man eine Umkehrfunktion? Ja, wir schreiben uns auf, y ist gleich diese Funktion und stellen diese Gleichung nach x um. Also wir quadrieren diese Gleichung, bringen die 2 auf die andere Seite, damit haben wir unsere Gleichung nach x aufgelöst und somit lautet die Umkehrfunktion f hoch minus 1, also die Umkehrfunktion von y ist dieses hier, y² plus 2. Diese setzen wir jetzt in unsere Volumenformel ein. Dazu müssen wir also die Umkehrfunktion quadrieren, über y integrieren von 0 bis 2 mal Pi. Bevor wir hier mit einer Stammfunktion loslegen, müssen wir zunächst diese Klammer ausmultiplizieren, und zwar mit der binomischen Formel. Ganz wichtig, dass wir hier an die binomische Formel denken. Das ist nämlich y hoch 4 plus 4y² plus 4. Davon können wir jetzt leicht die Stammfunktion bilden. Das ist ein Fünftel y hoch 5, 4 Drittel y hoch 3 plus 4y in den Grenzen von 0 bis 2 mal Pi ergibt 78,7 Milliliter. Okay, das ist der Rauminhalt dieses Tellers, wenn diese Funktion um die y-Achse rotiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.